Ich bin früher 5, 6 Mal pro Saison ungefähr ins Stadion gegangen. Dann mit meinem Outing hat sich das geändert, weil ich als Transfrau einfach Angst hatte, weil es so eine Männerdomäne ist mit Gewaltpotenzial und sehr viel Alkohol. Ich gehe immer mit einem mulmigen Gefühl ins Stadion, weil ich Angst habe, angegriffen zu werden. Ich bin Julia, ich bin eine Transfrau und ich bin Fußballfan. Ich bin Annie, bin trans nicht-binär und benutze keine Pronomen. Nicht-binär bedeutet, dass ich weder Mann noch Frau bin. Es ist nicht so wie bei anderen Menschen, die einfach völlig unbedarft, völlig unvoreingenommen ins Stadion gehen. Das ist jedes Mal mit einem Planungsaufwand irgendwie verbunden. Ja, immer so dieser Aspekt der Sicherheit, passiert mir da was? So, und das alleine finde ich schon traurig, dass man nicht einfach so unbedarft wie andere ins Stadion gehen kann. Um zum Stadion zu kommen, muss ich mit der S-Bahn fahren. Ich habe kein Auto. Auch dort habe ich Angst vor Übergriffen, sei es nun verbal oder körperlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals allein ins Stadion gehen würde. Ich bin mal ins Stadion gegangen, da kam dann eine Gruppe, die sahen für mich aus wie Hooligans und die haben mich gesehen, haben gestoppt, haben sich umgedreht, haben irgendwie miteinander getuschelt. Und das war so ein Angstmoment, wo ich gedacht habe, die kommen jetzt auf mich zu und dann passiert irgendwas. Und dann natürlich auch so verbal. Also einmal bin ich aus dem Stadion raus und dann hat irgendjemand von hinten gerufen, Achtung, Transenalarm. Und also das macht natürlich was mit allen. Was ich auch ganz gut finden würde, sind so Wegmarkierungen, wo verschiedene Safe Spaces irgendwie markiert sind. Das kann ein Kiosk sein, dass man weiß, okay, dort hängt jetzt meinetwegen eine Regenbogenfahne und dann finde ich da irgendwie Unterstützung. Bei nicht betroffenen Menschen würde ich mir wünschen, dass sie offen sind und dass Menschen halt nicht nur zugucken oder weggucken, sondern halt auch fragen, ob sie helfen sollen. Beim Ticketing kommt es immer darauf an, also einige Tickets, die werden mit Namen ausgeschrieben. Und wenn da noch der alte Name im Personalausweis steht und man möchte aber mit dem neuen Namen auf dem Ticket irgendwie genannt werden, dann kommst du immer in so eine Konfliktsituation, welchen Namen trage ich da jetzt ein? Man hat Angst, dass man irgendwie Betrugsvorwürfe bekommt, dass einem das Ticket gar nicht gehört. Bei der Auswärtsfahrt war das so, dass auch da nur Herr oder Frau angegeben werden konnte und ich so dann halt das Herr ausgewählt habe, da ich halt Angst hatte, dass wenn ich Frau angebe, was genauso falsch für mich ist, dass ich dann nachher nicht ins Stadion komme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den richtigen Namen auch anzuerkennen. Da gibt es Organisationen, die einen sogenannten Ergänzungsausweis anbieten, der quasi den offiziellen Personalausweis ergänzt mit dem neuen Namen, wo dann auch die Personalausweisnummer draufsteht. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich, wenn Vereine diesen Ausweis kennen würden. Bei den Kontrollen geht es weiter vorm Stadion, weil es dann ja nur Frauen und Männer gibt. Ich lasse es dann über mich ergehen und lasse mich dann auch zu der männlichen Person hinschieben, die für mich auserkoren ist und lasse mich dann halt von einem Mann abtasten. Das ist immer problematisch, weil für Transpersonen geht es halt sehr viel um Selbstbestimmung. Ich möchte bestimmen, wer ich bin und demzufolge möchte ich auch gerne bestimmen, wer mich da entsprechend durchsuchen darf. Ich glaube, dass man beim Personal gar nicht anfangen sollte, sondern eher vereinsintern erstmal schulen muss, was überhaupt nicht binär ist oder trans generell. Am schlimmsten ist es, glaube ich, für mich, wenn ich auf Toilette muss, dass ich halt mich als männlich outen muss, obwohl ich es gar nicht bin. Also eigentlich ist es jeder Toilettengang so ein Moment des Unwohlseins. Du hast immer diesen Eindruck oder das Gefühl, dass irgendwann jemand ankommt und sagt, hier, du gehörst hier nicht rein. So dieses Gefühl, das trägst du immer mit dir mit und das ist immer so mit der Hoffnung verbunden, hoffentlich passiert nichts. Es gibt ja jetzt schon mittlerweile 1, 2 Vereine, wo ich gehört habe, dass die All-Gender-Clothes ins Stadion jetzt eingebracht haben und könnten sich alle anderen auch ein Scheibchen von abschneiden oder ein Toilettchen. Ich meine, wir haben seit einiger Zeit den Personenstand divers. Und das stellt, glaube ich, alle Bereiche und auch den Fußball natürlich vor neue Herausforderungen und mit denen man einfach auch umgehen muss. Also ich erlebe immer wieder, dass es immer so ein Kampf von unten nach oben ist, dass man sich das oder diese Rechte erarbeiten muss oder erkämpfen muss
Und da würde ich mir wünschen, dass einfach so die Vereinsspitze sich an diese Themen ranmacht und versucht, das zu verbessern. Das wäre dann in der Verantwortung des Deutschen Fußballbundes beispielsweise, dass die da mal klare Richtlinien veröffentlichen, wo sich die Vereine daran orientieren können. Schön wäre es halt, wenn ich, ohne mich outen zu müssen, ins Stadion gehen kann, den Aufenthalt dort genießen kann und einfach auch eine schöne Zeit haben kann. So wie für jeden anderen.